Und deswegen fahren wir jetzt überraschend nach Menorca. 8 Knoten Wind, fahren um die 5 Knoten mit allen 3 Segeln. Wir drehen um. Das war so ein Gehacke gerade. Und in die Richtung fahren wir jetzt. Da liegt nämlich Menorca und das wollen wir heute ansteuern. Wir gehen tatsächlich freiwillig Anker auf an dieser schönen Bucht. Wir schauen ja täglich auf Navili, wie das Wetter wird. Und wir haben gesehen, dass für die Bucht jetzt, anders als gestern prognostiziert, für heute und morgen dann doch ziemlich viel Schwell vorausgesagt ist. Man merkt es auch, es ist gar nicht so ganz ohne. Und deswegen fahren wir jetzt überraschend nach Menorca. Ich hatte das vorhin einfach mal ausprobiert, weil ich mir immer schon gedacht habe, wenn wir schon ein Schrägheck haben und hier eine Achterplattform, die praktisch genau die Größe hat, dass ein Dinghy drauf passen würde, dann wäre es ja nur logisch, wenn der Durchlass hinten so groß wäre, dass ein Dinghy auch da durchpasst und dass man ein Dinghy hier fahren kann. Und siehe da, ich kann sogar einfach nur ein Stück hochziehen und habe bei meiner Dinghy-Größe schon das erreicht, was ich wollte, sodass es nicht mehr durchs Wasser schleift und ich auch nicht das Risiko habe, das Dinghy unterwegs zu verlieren. Ja, und jetzt sieht es so aus, als ob Wind gekommen wäre und ich werde gleich mal versuchen, Segel zu setzen. Jawohl, läuft. Wir sind unter 3 Segeln, haben jetzt so 8 Knoten Wind, fahren um die 5 Knoten mit allen 3 Segeln. Sind so ja, 45 Grad zum Wind und muss später noch ein bisschen abfallen. Der Wind sollte aber eigentlich mitdrehen. Eigentlich können wir fast alles segeln bis drüben und das hoffe ich auch sehr. Das vor uns ist wieder Mallorca. Ich wollte nach Menorca heute, habe ich gesagt. Aber ich habe es schon so oft gesagt, das zählt schon gar nicht mehr. Wir drehen um. Das war so ein Gehacke gerade. Wir hatten den Wind ziemlich genau von vorne. Wenn ich gekreuzt bin, ist das Boot hart eingeschlagen. So hoch war die Welle. Also wir müssen ja nirgendwo hin. Marion ist ja krank und liegt in der Achterkabine. Und das ist die Sache nicht wert. Ich drehe jetzt ab. Ich habe mir die Bucht ausgeguckt, die kennen wir noch nicht. Die liegt hinter einer Felsinsel versteckt. Ja, es ist eine schmale Durchfahrt zwischen Felsen und Felsinsel und das gucke ich mir jetzt mal an. Und ja, wenn nicht, dann wird es halt die Bucht, wo wir heute Morgen losgefahren sind. Ja, es ist wie es ist.
Hinter mir auf diesem Berg oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, gibt es eine Aussichtsplattform. Und ich erinnere mich, dass Mario und ich vielleicht vor 10 Jahren mal mit dem Auto hier alles abgefahren sind, alle Aussichtspunkte. Und ich meine, wir waren da oben und an diesem Aussichtspunkt, und ihr seht ja, wie hoch das ist, das sind also mindestens 100 Meter, eher 200 Meter. Da oben ist keine Absturzsicherung für Kinder unter 10 Jahre. Also da ist nichts in Höhe von 50 bis 80 Zentimeter, ist keine Barriere, das ist offen. Gibt es nur einen Handlauf da oben und das finde ich echt faszinierend. Und daran sieht man halt auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen Deutschland und Spanien. Spanien ist mehr Selbstverantwortung, jeder achtet auf sich selber. Und Deutschland reguliert etwas mehr. Das war so ein Gehacke, dass ich dann irgendwann abgedreht bin, weil wir sind ja auch nicht auf der Flucht. Marion geht es eh nicht gut und ja, brauchen vor allem Ruhe und nicht jetzt unbedingt einen Segelstress. Also man hätte das wahrscheinlich schon fahren können. Das war halt, ja, es war viel Welle gegen an, es war hart am Wind, es war relativ viel Wind. Und der Wind kam auch ein bisschen anders, sodass ich hätte mehr kreuzen müssen. Und wir wären auch nach der Dunkelheit angekommen und ach komm, ich hatte irgendwann keine Lust mehr. Also, das ist die Cala Boquer oder Boca und die ist nur eine weiter von der Bucht, wo wir heute Morgen waren. Mir gefällt es aber hier recht gut. Das ist eine reine Felsenbucht. Also hier gibt es nichts Bebautes, schon gar keine Hotels oder ähnliches. Aber dafür gibt es jede Menge Touristenboote und Ausflugsboote. Ansonsten soll es hier Höhlen geben, keine Ahnung. Jetzt erstmal ankommen und dann gucken, wie es weitergeht. Und zum Dingi wollte ich euch noch was sagen. Also das mit dem Dingi hat eigentlich recht gut funktioniert. Das Einzige, was nicht gut funktioniert hat, war diese Leine, diese zentrale Leine. Da müsste ich praktisch die beiden Augen nehmen und die unten an den Klampen belegen. Das wäre okay, weil wenn ich wirklich mit dem Traveler vom Besan ganz rüber gehen muss, dann kommt das in Konflikt. Und ich kann auch hinten mich nicht mehr frei bewegen. Aber ansonsten geht das super. Nur wenn du viel Welle hast, dann berührt das Dingi an einer Kufe hin und wieder das Wasser. Aber dafür, dass es eine schnelle Lösung ist, finde ich das eine coole Lösung. Ist in 2 Minuten hochgezogen. Ich muss nur das Geländer ausheben. Ist ja nur gesteckt. Und dann kann ich das Dingi hochziehen. Geht aber nicht, wenn da eine Windfahnensteuerung angebaut wird. Und da sind wir ja noch am Überlegen. Willst du auch was sagen? Ja, das heißt ja immer so schön, das Boot repariert an den schönsten Orten der Welt. Oder auch krank sein an den schönsten Orten der Welt. Ich habe da mal was anderes draus gemacht. Ja, hier ist, wie Christoph schon sagte, nichts. Gar nichts, außer Grillenzirpen. Ja, Höhlen. Hier da drüben sind wohl Höhlen und so. Ohne den hier hätten wir jetzt auch kein Internet hier, würde ich mal sagen. Ich glaube kaum, dass es hier einen Sendemast gibt. Ja, es ist unheimlich heiß gerade. Ja. Also ich bin noch ganz froh, dass wir jetzt ruhig liegen. Ich muss mir jetzt auch gleich wieder mir eine kühle Ecke unten suchen, muss mich wieder hinlegen. Mich hat es doch ganz schön umgehauen. Ja, hört man auch. Ja. Dass du da noch lächeln kannst? Ja, das haben wir ja geübt in den letzten Monaten. In jeder Situation noch lächeln. Das stimmt.
Wir sind hier nach wie vor im Norden Mallorcas, in der Cala Boquer. Da sind wir ja gestern Abend zurückgekommen, nachdem wir uns kurz rausgewagt hatten mit dem Ziel Menorca. Jetzt bläst der Wind die nächsten paar Tage von Menorca hierher. Das heißt, wir werden da nicht rüberkommen. Wir werden uns aber auch für morgen etwas Besseres überlegen müssen, weil morgen wird es hier wahrscheinlich unruhig. Wir werden jetzt die Nacht hier verbringen und schauen uns das morgen nochmal an. Es soll sich jetzt heute Abend wieder ein bisschen beruhigen. Im Moment haben wir ziemlich viel Schwell im Boot. Und morgen Mittag wird es dann ziemlich kräftig werden. Es ist auch so, dass wir ja nach wie vor beide angeschlagen sind. Marion noch viel mehr als ich. Der geht es gar nicht gut, die ist schlapp und müde. Und ja, mir geht es einigermaßen gut. Ich kann machen, was ich möchte, aber merke halt, ich soll es nicht übertreiben. Also immer schön langsam machen. Nicht nach Menorca durchzufahren, war die richtige Entscheidung. Ich war doch noch sehr angeschlagen, Christoph war auch nicht wirklich gesund und so nahmen wir uns ein paar Tage Zeit, uns auszuruhen. Dann aber wurde es Zeit, endlich weiterzuziehen. Und so fuhren wir um die Ecke nach Port Poyensa, um noch mal ein bisschen Diesel nachzutanken. Schließlich waren wir ja den ganzen Weg von Barcelona unter Motor nach Mallorca gefahren. Das nächste Ziel sollte endlich Menorca sein und so bereiteten wir uns erneut darauf vor, loszufahren. Floating, weightless, undersea, diving, conscious, like a dream. Guten Morgen. Von mir seht ihr noch nicht viel, aber hinter mir seht ihr den Leuchtturm von der kleinen Bucht von Poyensa. Dahinter liegt das Ankerfeld und das ist super geschützt. Und vor mir liegt die große Bucht von Poyensa. Und da drehe ich mich jetzt mal um, dass ihr das auch sehen könnt. Da ist nämlich auch gerade Morgenröte.
Und in die Richtung fahren wir jetzt. Da liegt nämlich Menorca und das wollen wir heute ansteuern. Und wenn wir die Bucht verlassen haben, kann ich den Kurs nach Menorca stecken. Menorca ist ungefähr ja, so 20, 30 Grad höher als der Kurs, den wir im Moment fahren. Und ich rechne damit, dass wir etwa, wenn wir die Bucht verlassen haben, dass ich da vielleicht eine halbe Stunde später, Stunde später dann auch Wind bekomme. Und wollen mal sehen, ob der Wind dann auch die richtige Richtung hat. Es soll jedenfalls nach Windy und Arom so gerade so eben reichen von der Höhe, dass wir das laufen können. Wenn es so wäre, hätten wir allerdings guten Wind. Wenn nicht, dann ist es zu hoch und dann muss ich mit der Maschine unterstützen, aber dann können wir zumindest über die Segel noch kräftig Wind einfangen und das zur Fahrt nutzen.